zwischen Krankenschwester und Patienten. Wichtige Vokabeln. Wichtige Sätze. Herr Müller liegt in seinem Schlafzimmer, die Nacht ist ruhig, aber er kann nicht schlafen. Er wälzt sich hin und her, legt sich auf die Seite, dann auf den Rücken, doch der Schmerz bleibt. Die Uhr zeigt 3 Uhr morgens. Herr Müller leidet seit Stunden an Rückenschmerzen. Jede Bewegung verstärkt den Schmerz. Schlaflos und erschöpft beschließt er, Hilfe zu suchen. Guten Morgen, Papa. Du siehst nicht gut aus. Was ist los? Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, Anna. Mein Rücken tut so weh, dass ich kaum sitzen kann. Das klingt schlimm. Seit wann hast du die Schmerzen? Es hat gestern Abend angefangen, aber in der Nacht wurde es schlimmer. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber der Schmerz geht nicht weg. Papa, du solltest wirklich zum Arzt gehen. Rückenschmerzen können ernst sein. Ja, ich denke, du hast recht. Es ist so unangenehm. Ich muss etwas tun. Ich begleite dich zur Klinik. Wir können gleich losfahren. Danke, Anna, ich brauche wirklich Hilfe. Die Rezeption der Klinik. Herr Müller und Anna betreten den Empfangsbereich. Krankenschwester Anna begrüßt sie freundlich. Guten Tag, Herr Müller. Ich bin Anna, Ihre Krankenschwester. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Anna. Ich habe starke Rückenschmerzen seit gestern Abend. Es wurde über Nacht schlimmer, und jetzt kann ich mich kaum bewegen. Das tut mir leid zu hören. Bitte kommen Sie mit mir in den Untersuchungsraum, damit wir das genauer anschauen können. Der Untersuchungsraum ist ruhig und gut beleuchtet. Herr Müller setzt sich vorsichtig auf die Untersuchungsliege. Herr Müller, ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen, um herauszufinden, was die Ursache Ihrer Rückenschmerzen sein könnte. Wann genau haben die Schmerzen begonnen? Es begann gestern Abend, als ich ins Bett ging. Es war zuerst nur ein leichtes Ziehen, aber jetzt ist es ein konstanter Schmerz. Haben Sie eine bestimmte Bewegung gemacht, die den Schmerz ausgelöst haben könnte, wie das Heben eines schweren Gegenstands oder eine plötzliche Drehung? Ja, ich habe gestern einen vollen Wäschekorb gehoben. Vielleicht war das zu viel für meinen Rücken. Das könnte die Ursache sein. Heben schwerer Gegenstände ohne die richtige Technik kann die Rückenmuskulatur über. Haben Sie schon Schmerzmittel genommen oder andere Maßnahmen ausprobiert? Nein, ich wollte erst mit einem Arzt sprechen. Das ist in Ordnung. Wir können gleich mit einer Behandlung beginnen, aber ich möchte noch ein paar Fragen stellen. Haben Sie Schmerzen, die in Ihre Beine ausstrahlen, oder ein Taubheitsgefühl? Nein, es sind nur Rückenschmerzen, aber sie sind wirklich stark. Ich würde sagen, 1/7. Es ist schwer auszuhalten. Gut, ich habe eine bessere Vorstellung davon, was los ist. Rückenschmerzen wie diese können oft durch Muskelverspannungen oder falsche Bewegungen verursacht werden. Ich werde Ihnen ein Schmerzmittel bringen und ein paar Empfehlungen geben. Here are some measures that may help. Versuchen Sie, sich in einer bequemen Position hinzulegen. Ein Kissen unter den Knien kann den Druck auf die Wirbelsäule verringern. Nutzen Sie eine Wärmflasche oder ein warmes Handtuch, um die Muskulatur zu entspannen. Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen und versuchen Sie, sich sanft zu dehnen. Bleiben Sie hydriert und ruhen Sie sich aus. Das klingt sinnvoll.
Können Sie mir ein Kissen bringen? Natürlich, ich bringe Ihnen gleich eines. Ich werde auch eine Wärmflasche holen. Herr Müller, ich möchte betonen, wie wichtig Bewegung ist, um Rückenschmerzen vorzubeugen. Haben Sie schon einmal Physiotherapie ausprobiert? Nein, bisher nicht. Würde das helfen? Ja, Physiotherapie stärkt die Rückenmuskulatur und verbessert die Flexibilität. Wir könnten später darüber sprechen, wenn Sie sich besser fühlen. Das klingt gut, aber im Moment möchte ich erst sehen, wie die Schmerzmittel wirken. Das ist verständlich. Denken Sie auch daran, dass Stress Rückenschmerzen verstärken kann. Entspannungstechniken wie tiefes Atmen oder leichte Meditation können ebenfalls helfen. Das habe ich noch nie versucht, aber vielleicht wäre das einen Versuch wert. Ich kann Ihnen später einige Techniken zeigen, wenn Sie möchten. Jetzt konzentrieren wir uns darauf, die Schmerzen zu lindern. Herr Müller, ich lasse Sie jetzt ausruhen und komme später wieder, um nach Ihnen zu sehen. Wenn Sie etwas brauchen, drücken Sie bitte die Klingel. Vielen Dank, Anna. Ich fühle mich schon etwas besser, dass Sie mir geholfen haben. Das freut mich zu hören. Gemeinsam schaffen wir das. Krankenschwester. Patient. Rückenschmerzen. Schmerzen. Schmerzmittel. Tropfen. Tabletten. Wärmflasche. Kissen. Schmerztherapie. Bewegungsübungen. Physiotherapie. Massage. Muskulatur. Entspannungstechniken. Meditation. Atmen. Positionierung. Versorgung, Care. Klingel, Callbell. Pflege, Care. Nachsehen, Checking-in. Entspannung, Relaxation. Blutfluss, Blood Flow. Steif, Stiff. Anspannung, Tension. Wärmebehandlung, Heat Treatment. Wichtige Satzbildungen. Herr Müller hat die ganze Nacht mit Rückenschmerzen gekämpft. Er beschließt, Hilfe zu suchen, um den Schmerz. Physiotherapie kann helfen, die Rückenmuskulatur zu stärken. Physiotherapie kann helfen, die Rückenmuskulatur zu stärken. Eine schnelle Behandlung kann den Schmerz lindern und die Heilung fördern. Schreiben Sie bitte in die Kommentare, welche deutschen Wörter Sie aus diesem Video gelernt haben. Wir freuen uns auf Ihre Antworten. Und vergessen Sie nicht, das Video zu liken und mit Ihren Kollegen zu teilen, die Deutsch für die Krankenpflege lernen möchten. Wenn Sie etwas Bestimmtes lernen möchten, schreiben Sie uns gerne einen Kommentar. Wir erstellen in Zukunft ein Video dazu.